Hallo Leute, heute möchte ich mit euch ganz gerne über ein Drogerieprodukt sprechen, das ich persönlich super interessant finde. Denn wir reden hier natürlich auch oft über Produkte, bei denen ich mich frage, wer da an der Formulierung rumgemehrt hat oder was man sich bei dem Marketing gedacht hat. Also einfach Produkte, die super eigenartig sind. Aber heute habe ich mal ein Positivbeispiel für euch und da ich dieses Produkt einfach so spannend finde, dachte ich, es ist angebracht, diesem Produkt ein eigenes Video zu widmen. Und zwar ist es das Balea Cream to Oil Peeling. Das habe ich letztens im DM-Drogerieregal entdeckt und dachte mir so, okay, das ist ja mal interessant. Das finde ich persönlich auch super innovativ, weil wir einfach diese Form der Skincare-Produkte in der Drogerie nur selten zu Gesicht bekommen. Und das Spannende an diesem Cream-to-Oil-Peeling ist einfach die Tatsache, dass es sich um ein chemisches Peeling in Cremeform handelt. Das heißt, ihr bekommt hier eine Emulsion und die Säure, die hier für den Peeling-Effekt verantwortlich ist, ist Milchsäure. Und Milchsäure gehört zu den verträglicheren Säuren, weil es auch ein hauteigener Bestandteil ist. Und sie kann feuchtigkeitsbindend wirken. Sie kann natürlich auch in der Konzentration, in der sie hier enthalten ist, peelend wirken. Sie kann auch die Ceramidsynthese anregen. Das heißt, sie hat auch indirekt einen positiven Effekt auf die Hautbarriere. Und was ich auch wirklich erwähnenswert finde, ist, dass der pH-Wert dieses Produkts für die Milchsäure optimal eingestellt ist, denn er liegt zwischen 3,5 und 4 und das ist dieser Bereich, in denen die meisten Säuren wirklich gut wirken und ihren Effekt am besten entfalten können. Was mir an dem Peeling auch richtig gut gefällt, ist das Marketing, denn es ist sehr bodenständig und super realitätsnah. Ihr habt hier keine 30.000 Sternchen, die ihr euch mühevoll hinten zusammensuchen müsst und auch irgendwie mit den Informationen klarkommen müsst, sondern es ist einfach super realitätsnah und wahnsinnig angenehm. Hier werden keine komischen Versprechen gemacht, die niemals erreicht werden können. Es wird nicht mit Actives geworben, die in dem Produkt nicht enthalten sind. Das finde ich ja persönlich immer schade und auch wahnsinnig irreführend, wenn Marken das machen. Es ist ein super angenehmes Marketing und ich würde mir einfach wünschen, wenn Marken das immer so handhaben würden. Auch die Formulierung des Peelings finde ich richtig großartig, denn diese kommt komplett ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierung aus. Ich finde es nämlich immer super schade, wenn andere Marken in ihre Peelings deklarationspflichtige Duftstoffe, ätherische Öle oder hohe Mengen an Ethanol reinpacken, weil natürlich Peelings an sich, egal ob mechanisch oder chemisch, ein gewisses Reizpotenzial mit sich bringen, ne? Weil sie natürlich erstmal vom pH-Wert sauer eingestellt sind, je nachdem, was für ein Produkt ihr verwendet. Das hat natürlich schon einen gewissen Reizpotenzial für die Haut und bei mechanischen Peelings sind es dann natürlich auch diese kleinen Teilchen, die über die Haut geschrubbt werden und die diesen mechanischen Reiz erzeugen. Und da finde ich es persönlich auch extrem nachteilig, wenn diese Produkte weitere potenziell reizende oder allergieauslösende Inhaltsstoffe enthalten, wie beispielsweise Duftstoffe oder ätherische Öle. Und deshalb finde ich es halt im Fall von dem Balea Cream to Oil Peeling richtig, richtig toll, dass da komplett drauf verzichtet wurde. Ich habe das Peeling natürlich auch ausprobiert und muss sagen, dass ich es als Anwendung über Nacht nicht unbedingt empfehlen würde. Vor allem, wenn ihr eine super empfindliche Haut habt. Da konnte ich zumindest feststellen, dass ich frühs immer mit einer gereizten Haut aufgewacht bin. Aber was wirklich gut funktioniert, ist das Peeling wie eine Maske aufzutragen. Also jetzt nicht in einer super dicken Schicht, sondern eher in einer dünneren Schicht. Das einzuarbeiten und nach circa 15 Minuten wieder runterzuspülen. Dafür funktioniert das richtig, richtig gut. Und ich finde es halt im Vergleich zu diesen typischen wässrigen Peelings deutlich besser und einfacher in der Anwendung, weil es sich gut verteilen lässt und weil es durch die dickere Konsistenz einfach besser auf der Haut gleitet und man natürlich auch mehr sieht und spürt, wo man dieses Peeling bereits aufgetragen hat. Im Augenbereich müsst ihr wirklich vorsichtig sein, also wirklich schön den Augenbereich aussparen und auch um die Lippen herum so ein bisschen vorsichtiger damit sein. Aber so als Maske zur 15-minütigen Anwendung ist dieses Produkt richtig, richtig gut geeignet. Was mich persönlich an diesem Peeling stört, ist der Hinweis auf der Verpackung, denn hier steht drauf, nach der Anwendung direkte Sonneneinstrahlung
Sonneneinstrahlung vermeiden und nicht ins Solarium gehen. An sich ist das nicht verkehrt, aber man kann Sonneneinstrahlung nicht wirklich vermeiden, da wir der UV-Strahlung tagtäglich ausgesetzt sind. Und da wir uns jetzt auch Richtung Frühling, Sommer bewegen, klettert der UV-Index immer wieder Richtung 3 oder höher. Das heißt, es ist auch aktuell wieder die Zeit, wo man allgemein auf UV-Schutz in Form von Sonnencreme achten sollte, wenn man draußen unterwegs ist und dann auch vor allem, wenn man Peelings verwendet. Das ist super wichtig. Ich weiß, manchen ist es egal, aber das ist das Risiko, was man da halt aufnehmen muss. Wenn man Peelings benutzt und in die Sonne geht, dann kann es ganz, ganz fix zu einem Sonnenbrand kommen und sehr, sehr unangenehm werden. Das müsst ihr natürlich alle immer selber wissen. Aber hier hätte ich mir einfach nochmal als Hinweis noch so einen kleinen Satz gewünscht, bei Verwendung auf UV-Schutz in Form von Sonnencreme achten. Und dann wäre dieses Produkt wirklich perfekt. Mir ist aufgefallen, dass sich viele Menschen über den Eigengeruch dieses Peelings beschweren und es ist in der Tat so, dass es keinen neutralen Eigengeruch aufweist. Also ich würde den Duft Richtung säuerlich muffig beschreiben mit einer dezenten Note von Bakuchiol, weil Bakuchiol hat einfach diesen typisch fruchtig-erdigen Geruch. Ich persönlich finde es nicht unangenehm, weil ich genau weiß, das ist halt der Eigengeruch der Rohstoffe, vor allem in dieser Mixtur und das ist mir persönlich deutlich lieber, als wenn Produkte extrem parfümiert werden. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir das mittlerweile gar nicht mehr gewohnt sind. Also wir wissen zwar gewisse Eigengerüche bei Lebensmitteln zu schätzen, wie beispielsweise Sauerkraut, sauren Gurken oder irgendwelche Käsesorten. Da kommen wir damit wahrscheinlich ganz gut klar, aber wenn Kosmetikprodukte einen gewissen Eigengeruch aufweisen, dann ist man natürlich auch schnell dabei, abwertend und verurteilend zu werden. Aber wie gesagt, man kann ja auch einfach sagen, man benutzt das Produkt nicht und greift auf ein anderes zurück. Ich persönlich freue mich einfach immer, wenn Kosmetikprodukte nicht übermäßig parfümiert werden oder komplett auf Beduftung verzichten. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr das Balea Cream to Oil Peeling bereits ausprobiert habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und falls ihr euch das Ganze nochmal verinnerlichen wollt und die Inhaltsstoffe durchlesen möchtet oder noch weitere Hinweise zu dem Produkt benötigt, ich verlinke euch meinen entsprechenden Blogpost dazu unten in der Beschreibung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.